Hi Jen, ich habe eine Frage an dich. Schieß los. Ich habe mein Protokoll vom letzten Versuch zurückbekommen und mein Assistent hat einfach nur Quelle daneben geschrieben. Was habe ich falsch gemacht? Zeig mal her. Ich sehe schon, was du falsch gemacht hast. Alles, was du in deinem Protokoll verwendet hast und nicht von dir ist, musst du angeben. Auch wenn es nur Ideen, Argumente oder Forschungsergebnisse sind. Ohne genaue Quellenangaben denkt jeder, dass das deine Ideen sind. Okay, aber wie mache ich das am besten? Am besten sammelst du alles, was nicht von dir ist, in einem Literaturverzeichnis am Ende deines Protokolls und nummerierst die Herkunftsangaben dort durch. An den Stellen, an denen du dich auf fremdes Material beziehst, fügst du dann einfach die Nummer der jeweiligen Quelle ein. So ist es zumindest in den Naturwissenschaften. In anderen Bereichen kann das aber auch unterschiedlich sein. Achte auf jeden Fall darauf, dass die Quellen entsprechend nach ihrem Erscheinen in deinem Protokoll durchnummeriert sind. Das heißt, die Quelle, die du als erstes im Protokoll verwendest, bekommt die Nummer 1 und so weiter. Hier könnt dir Programme wie Citavi, Zotero oder Mendeley helfen. Gut, dann füge ich die Nummern im Text ein, damit die Quellen in meinem Literaturverzeichnis gefunden werden können. Aber was muss denn alles rein in mein Literaturverzeichnis? Reicht es nicht, wenn ich einfach den Namen des Ideengebers angebe? Nein, im Literaturverzeichnis musst du schon etwas ausführlicher sein. Wichtig ist es immer zu wissen, wer, wo und wann bereits etwas veröffentlicht hat. Das würdest du dann zum Beispiel so angeben. Erst alle Autorinnen und Autoren, dann der Titel der Veröffentlichung sowie der Titel des Buchs oder der Zeitschrift, in der sie erschienen ist, anschließend das Erscheinungsjahr und zum Schluss gegebenenfalls noch die Ausgabe und die Seitenzahl, um die Veröffentlichung zu finden. Solche wissenschaftlichen Artikel in Zeitschriften werden übrigens oft auch als Paper bezeichnet. Pass aber auf! In den meisten Praktika wird vorgegeben, wie dein Literaturverzeichnis tatsächlich aussehen soll. Wenn du dir unsicher bist, frage besser deine Assistentin oder deinen Assistenten. Super, aber wie ist es, wenn ich wie hier einen Vergleichswert aus dem Internet angegeben habe? Internetquellen gibst du wie folgt an. Als erstes die Autorinnen und Autoren der Seite, falls sie dir bekannt sind, dann der Titel der Seite sowie die URL der Seite und als allerletztes noch das Datum, an dem du die Informationen zum letzten Mal von der Seite abgerufen hast. Verwende aber bitte nicht Wikipedia als Quelle. Wieso? Wikipedia hat mir schon oft geholfen, ein Thema besser zu verstehen. Wikipedia und ähnliche Quellen können nützlich sein, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, sind aber keine verlässlichen Quellen, denn jeder kann die Artikel bearbeiten und so können sich Fehler einschleichen. Versuche immer Quellen mit Peer Review zu finden, also Quellen, die unabhängig überprüft wurden, wie Fachbücher oder wissenschaftliche Artikel. Aber falls du es noch nicht wusstest, ganz unten auf der Wikipedia-Seite sind immer Quellen aufgelistet, die dich meist zu den Fachbüchern und Artikeln führen, von denen die Informationen stammen. Das ist ja cool. Und was ist, wenn ich KI verwende? Darf ich das? Das hängt natürlich immer vom Praktikum ab, aber generell sollte das kein Problem sein. Wenn du KI verwendest, solltest du das, was dir die KI gibt, immer kontrollieren und nicht einfach als Fakt akzeptieren. Du kannst es so sehen. KI ist ein nützliches Hilfsmittel, aber keine verlässliche Quelle, ähnlich wie Wikipedia. Im Übrigen solltest du das, was mit KI erstellt wurde, auch vermerken und am besten auch schreiben, welche KI du verwendet hast. Alles klar, nur verstehe ich immer noch nicht, was ich an dieser Stelle falsch gemacht habe. Hier habe ich eine Grafik aus dem Versuchsskript für meinen Theorieteil verwendet und das Versuchsskript sogar als Quelle angegeben. Eigentlich sollte das doch okay sein. Wenn das in eurem Praktikum erlaubt ist, kannst du natürlich auch die Abbildung aus dem Versuchsskript verwenden, wenn du die Quelle angibst. Oft sind die Abbildungen aus solchen Lehrmaterialien ebenfalls aus Fachbüchern oder Artikeln entnommen. Das siehst du entsprechend an der Quellenangabe in der Bildunterschrift. In diesen Fällen musst du natürlich die Originalquelle angeben und kannst nicht einfach das Versuchsskript nennen. Pass aber auf, das gilt nur, solange du das Protokoll ausschließlich für dein Studium nutzt und es nicht veröffentlichst. Sobald du deine Arbeit aber für eine größere Öffentlichkeit zugänglich machst, solltest du dich lieber etwas genauer über das Thema Urheberrecht informieren. Das kann übrigens schon der Fall sein, wenn deine Bachelor- oder Masterarbeit später ganz oder nur in Teilen veröffentlicht werden soll. Alles klar. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Also zu allem Quellen angeben, was nicht von mir stammt. Und diese in einem Literaturverzeichnis auflisten. Nur geprüfte Quellen benutzen.
Und falls ich KI-generiertes Material verwende, das auch kennzeichnen und das Material selbst kontrollieren. Exakt. Jetzt sollte dein Assistent nichts mehr zu meckern haben.